Herzlich willkommen zum allerersten Motorvision One-Taker. Die wichtigsten Infos und Facts zu unseren Testwagen in einem Take zusammengefasst. Heute macht den Anfang der Mazda 6e. Gerade unser Testwagen. Gestern und heute waren Kameramann Volker und ich unterwegs, haben den hier gedreht, haben einen schönen TV-Beitrag davon gedreht und ihn auf Herz und Nieren getestet. Bis das Video kommt, dauert es noch einen kleinen Moment. Deshalb jetzt für euch dieses One-Taker-Facts-Video, in dem ihr schon mal alle wichtigen Infos zum Auto erfahrt. Ich nehme euch mit und das alles in einem Take. Lasst uns beginnen. Wir beginnen natürlich mit dem Design. Guckt euch das Auto an. Also ich muss ja sagen, ich finde ihn schön. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Auto findet. Aber ich würde sagen, Mazda hat da was Gutes abgeliefert. Die Front kommt uns natürlich ein bisschen bekannt vor von anderen Fahrzeugen mit dem großen Grill und den Scheinwerfern. Kodo-Design nennen sie das. Wenn ihr euch fragt, wann ich das Auto das letzte Mal gewaschen habe. Ja, heute, vor ein paar Stunden. Aber es liegt einfach so viel Salz auf der Straße. Da sieht er schon nach wenigen Minuten so aus, wie er aussieht. Schauen wir uns das Auto noch mal von hinten an. Hier kann ich verstehen, wenn es jemand etwas kritisiert. Das Heck ist sehr hoch, das Leuchtenband auch sehr weit oben. Das könnte man weiter runterziehen, dann sähe es ein bisschen sportlicher aus, glaube ich. Ja, aber so ist es halt. Und wo es richtig schön aussieht, das finde ich ist der Innenraum. Guckt euch das mal an. Jetzt ist das hier die Grundbasisausstattung. Zum Starten bitte auf das Bremspedal drücken. Also die Tante hier hat immer einen coolen Slang drauf. Das ist halt die Basisausstattung. Takomi nennt sich die, mit Kunstledersitzen dabei. Wir haben hier auch zum Beispiel in den Kopfstützen Lautsprecher drin, damit der Fahrer Telefonate und Navi-Ansagen mitbekommt, was der Rest des Autos eigentlich nicht so mitbekommen muss. Nee, aber das ist für mich die große Überraschung beim Auto. Wir haben einen wirklich sehr hochwertigen Innenraum. Das fasst sich alles sehr gut an. Hier ist beledert, das wird wahrscheinlich auch Kunstleder sein. Und hier haben wir so ein Aluminium, so heißt es, Imitat und total clean. Ne? Also hier wird reduziert bis zum geht nicht mehr, keine Tasten mehr, keine Knöpfe, nur noch am Lenkrad haben wir ein paar Tasten. Ansonsten lässt sich alles über das Display steuern. Wir können mal einsteigen. Also hier keine Knopfleiste, die Mittelkonsole ist komplett clean. Hier sind nur noch Cupholder und eine Ladeschale fürs Handy. Nicht mal einen Scheibenwischer haben wir hier noch an der Seite. Das ist der Gangwahlhebel. Und wenn wir den Scheibenwischer betätigen wollen, müssen wir einmal hier drauf drücken. Ne, dann geht es einmal. Und wenn wir lange gedrückt halten, müsste er eigentlich das Wischwasser spritzen. Aber das funktioniert gerade nicht. Ich glaube, er ist leer. Wir haben ihn jetzt ganz schön runtergearbeitet die letzten Tage. Dann gucken wir uns mal das Display hier an. Infotainment-System ist über 16 Zoll groß in der Diagonale. Und wir haben natürlich kabelloses Android Auto. Apple CarPlay mit dabei. Navigation haben wir aber auch so nochmal mit dabei. Ist übrigens alles Serie. Also ihr findet hier kaum Dinge am Auto, die Aufpreis kosten. Und hier über die Karte haben wir halt auch eine schöne Ladeplanung. Wir können jetzt einfach mal gerade nach Paris navigieren. Na, dann wird er uns sagen, dass wir da nicht hinkommen. Ziel unerreichbar. Deswegen können wir hier Ladepunkte hinzufügen. Und dann sagt er uns automatisch gleich, wo wir anhalten können. Guck mal, das geht ziemlich schnell, ne? Wir haben jetzt hier also 4 Ladestops eingerechnet, können da nochmal drauf gehen, um zu gucken, eins verfügbar mit 22 kW, aber hier können wir bis zu 150 kW laden von 12 bis 77%. Er zeigt alles genau an, also Ladeplanung ist auf jeden Fall an Bord. Was natürlich ein Nachteil ist, wenn wir hier so wenig Knöpfe im Auto haben, wir müssen alles über das Display steuern. Zum Beispiel, wir gehen mal hier in die Einstellung rein, Beleuchtung, hier. Im Moment ist es natürlich auf Automatik, aber wenn ich jetzt nur Standlicht einhaben will, das muss ich hierüber steuern. Oder wenn ich Fahrzeugeinstellungen, Scheibenwischer, ne? Ich mache hier meine Scheibenwischerstufe, stelle ich mir hier ein. Es gibt auch noch 2 Favoritentasten am Lenkrad, da kann man sich das belegen. Im Moment habe ich hier jetzt die Lenkradheizung drauf und hier jetzt gerade die Scheibenwischereinstellung. Aber die kann man sich auch neu belegen. Ich drücke hier mal gerade lange drauf. Na, dann sind das hier die Auswahlmöglichkeiten, die wir haben, um auf unsere Schnelltaste uns das legen zu können. Ja, so ist es doch noch ganz praktisch, aber trotzdem sehr viel, haben wir gemerkt, geht der Blick auf den Bildschirm, auch während der Fahrt, wenn ich irgendwas einstellen will, wie zum Beispiel auch hier die Assistenten, ne, will man natürlich immer ganz gerne die Geschwindigkeitswarnung ausstellen, weil wenn man mal 1-2 km/h drüber kommt, fängt der gleich das Nörgeln an.
Das ist natürlich immer ein bisschen nervig. Naja, und wenn wir hier immer drauf rumdrücken, ne, geht der Blick immer gerne von der Straße weg auf den Bildschirm und dann kommt auch ein Warnton vom Auto. Dann sagt er nämlich mir hier unten im Display, bitte richten Sie Ihren Blick wieder auf die Straße. Ich würde sagen, wir fahren mal ein Stückchen los. Ich mache euch mal hier fest und während wir fahren, erzähle ich noch ein bisschen weiter. Denn die Basisdaten haben wir noch gar nicht gecheckt. Jetzt gerade ist der Akku vollgeladen auf 100% und er zeigt mir 318 Kilometer Reichweite an. Das ist natürlich nicht so viel. Wir haben eine 79 Kilowattstunden Batterie an Bord. Eigentlich ist die für bis zu knapp 480 Kilometer gut. Schafft sie natürlich jetzt im Winter nicht, aber ich finde schon, dass das eine ordentliche Differenz ist. 318 zu 480, nur dadurch, dass wir es ein bisschen kälter haben, rund um den Gefrierpunkt gerade. Alternativ gäbe es auch noch eine größere Batterie. Boah, jetzt werde ich gerade voll geblendet. Die dann 80 Kilowattstunden bietet. Allerdings kann ich von der wärmstens abraten, denn hier die kleinere Batterie benutzt eine modernere Zelltechnik. Heißt also, dass wir im Endeffekt auch schneller laden können mit bis zu 165 Kilowatt an der Ladesäule, also wenn die Ladesäule das dementsprechend auch schafft. Bei der größeren Batterie schaffen wir maximal 90 kW. Schon ein großer Unterschied. Gerade wenn man sich dann die Zeit anguckt, von 10 auf 80% dauert das Laden mit dem hier, also wir haben die kleinere Batterie, dauert 24 Minuten. Mit der großen Batterie und veralteter Zelltechnologie sind es eine Dreiviertelstunde, die wir dann brauchen. Warum Mazda das anbietet, verstehe ich und auch viele andere Motorjournalisten nicht. Sie sagen, dass sie noch so einen Marktanteil von roundabout 5% sich dabei erwarten. Aber da denke ich mir auch, kann man es dann nicht auch weglassen? Aber gut, das ist das Ding von Mazda. Der neue Mazda, der jetzt gerade vorgestellt wurde, ja, wenn ich so oft Mazda sage, dann will sie mir immer dazwischen sprechen und fühlt sich angesprochen. Der CX-6e, also quasi das große SUV, aber gleiche Plattform. Da bieten sie nur noch einen Motor an. So, endlich kommen wir hier mal drauf auf die Straße. Geben mal ein bisschen Gas. Oh, da kommt das Heck sogar leicht. Liegt aber jetzt eher daran, dass wir, glaube ich, einen sehr kalten Boden, etwas rutschigen Boden haben. Das führt uns ein bisschen zur Spritzigkeit. 258 PS haben wir dabei. 320 Newtonmeter maximales Drehmoment. Das klingt erstmal ganz ordentlich. Aber ich muss sagen, also auf der Landstraße in der Stadt, super. Schön spritzig, kommst gut vom Fleck, kannst auch gut mal eben überholen. Aber auf der Autobahn habe ich gemerkt, wenn man etwas schneller unterwegs ist, dann leidet die Elastizität deutlich. Da drückt man auf den Pinsel und es kommt nicht viel hinterher. Ich könnte jetzt noch einiges zum Thema Preis, zum Thema Ausstattung sagen, die übrigens sehr gut ist. Aber ich will natürlich auch noch etwas übrig lassen für den langen Beitrag, der bald auf Motorvision erscheint, auf YouTube, in der Motorvision App, auf den Fast Channel, auf allen möglichen Plattformen, wo man Motorvision empfangen kann. Da solltet ihr auch noch ein bisschen was übrig haben. Das war jetzt einfach mal das Video, um die kurzen Facts zusammenzufassen, denn ich werde ganz oft nach einem Test gefragt, ey Julian, wie ist denn das Auto so? Und dann stehe ich halt vor der Frage, ja, fasse ich jetzt meinen kompletten 15, 20 Minuten TV-Beitrag in 3 Sätze zusammen? Nee, das fasse ich jetzt hier in diesem, was sind es, 5 Minuten zusammen? Ah, wir sind schon bei 8. Na gut, relativ langes Video. Aber damit soll es das hier gewesen sein. Auf jeden Fall würden wir uns sehr freuen, wenn ihr den Kanal weiter unterstützt, abonniert, kleines Like gibt und auch immer gerne kommentiert. Ne? Teilt uns eure Meinung mit zu dem Auto. Lasst eure Liebe und euren Hass in den Kommentar zurück. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.